Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Es sah aus wie ein Tor zu einer anderen Welt. Petra. Ein 42 Meter hohes Bauwerk, das direkt in den Fels gehauen war. Aber das war erst der Anfang. Jetzt entdecken wir mit Drohnen und modernster Technologie Orte, die nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Orte, vor denen sich die Einheimischen fürchten. Orte, die die Geschichte vergessen hat oder zu begraben versuchte. Auf dieser Reise tauchen wir in 12 der seltsamsten und gruseligsten Entdeckungen ein, die jemals gemacht wurden. Von hängenden Särgen in China über einen verfluchten afrikanischen Berg bis hin zu verlorenen Städten, geheimen Kammern und mehr. Und glauben Sie mir, von hier an wird es nur noch unheimlicher. Chinas hängende Särge. Warum sollte man sich die Mühe machen, Särge hunderte von Metern hoch an einer Klippe aufzuhängen? Wollte man damit die Toten ehren? Oder ging es um etwas anderes? In abgelegenen Regionen Chinas, wie den Klippen von Sichuan, Yunnan und entlang des Yangtze-Flusses, stehen Holzsärge in unvorstellbarer Höhe an steilen Felswänden. Einige von ihnen sind über 3000 Jahre alt und schweben einfach da, der Zeit und der Schwerkraft trotzend. Historiker vermuten, dass das Volk der Bo hinter diesem uralten Brauch steht. Aber der Haken an der Sache ist, dass niemand wirklich weiß. Warum? Manche glauben, dass sie damit die Geister ihrer Toten näher an den Himmel schicken wollten. Andere glauben, dass sie die Leichen vor Tieren oder Plünderern schützen wollten. Aber jetzt wird es wirklich seltsam. Einige dieser Särge wiegen fast 226 Kilogramm. Und es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf, wie sie dort hochgehoben wurden. Kein Gerüst, keine übrig gebliebenen Seile. Nur ein paar mysteriöse Spuren, die in den Fels geritzt wurden. Und es wird noch merkwürdiger, das ist nicht nur eine Sache, die es nur in China gibt. Hängende Särge wurden auch auf den Philippinen und in Indonesien gefunden. Könnte es eine vergessene Verbindung zwischen diesen Kulturen gegeben haben? Oder handelte es sich um einen tieferen, gemeinsamen Glauben, der die Kontinente überspannt? Und was ist mit dem Volk der Bo selbst, das vor etwa 400 Jahren plötzlich verschwunden ist? Keine Kriege, keine Aufzeichnungen, einfach verschwunden und hinterließen diese unheimlichen Holzkisten, die in der Stille hängen wie Wächter aus einer verlorenen Welt. Beängstigend, oder? Aber das ist erst der Anfang. Denn als nächstes gibt es einen Berg in Afrika, wo Menschen verschwinden und nie zurückkehren. Das Geheimnis des Mount Nyongani. In Simbabwe gibt es einen Berg, den die Einheimischen selbst nicht betreten wollen. Die Leute sagen, dass dort seltsame Dinge passieren. Manche sagen, er verschluckt Menschen ganz. Andere sagen, man könne Flüstern im Wind hören. Sie nennen ihn den verschlingenden Berg. Mount Nyongani. Es ist nicht nur irgendein Berg. Er ist Teil des Nyonga-Nationalparks. Und seit langem ist er als ein Ort voller seltsamer und gruseliger Geschichten bekannt. Das Volk der Manika, das in der Nähe lebt, glaubt, dass der Berg mächtige Geister beherbergt. Einige sind gütig, aber andere nicht so sehr. Sie warnen Wanderer. Wenn sie auf dem Weg etwas Seltsames sehen, wie einen glänzenden Goldziegel, einen brennenden Tontopf oder eine Schlange, die zu bunt aussieht. Um echt zu sein, berühren Sie sie nicht. Wenn Sie das tun, könnten sie für immer verschwinden. Klingt wie eine Legende. Aber jetzt kommt der gruselige Teil. 1981 sind Menschen verschwunden. Hubschrauber und Rettungsteams suchten tagelang, aber es wurde nie etwas gefunden. Vor kurzem verschwand ein indischer Tourist auf die gleiche Weise. Keine Anhaltspunkte, keine Antworten. Einfach verschwunden. Einige Wanderer, die es zurückgeschafft haben, berichten, dass sie sich auf dem Berg seltsam gefühlt haben. Sie berichten von Schwindelgefühlen, Verwirrung oder plötzlicher Übelkeit. Einige sagen, sie hätten flüsternde Stimmen gehört oder seltsame Lichter gesehen, die sich durch den Nebel bewegten. Andere glauben, sie seien verfolgt worden. Aber es war niemand da. Ein britischer Forscher hatte ein Erlebnis, das er nie vergessen wird. Im Jahr 2014 schlug er ein Zelt in der Nähe des Berggipfels auf. Ein dichter Nebel zog auf. Dann hörte er Schritte, die um sein Zelt herumgingen. Langsam, schwere Schritte. Aber als er nach draußen sah, konnte er niemanden entdecken. Es gibt noch gruseligere Geschichten. Bäume, die sprechen und lachen, wenn der Wind weht. Flüsse, die sich rot wie Blut färben. Dunkle Schatten, die nur dich aus der Ferne beobachten. Trotz all dieser Geschichten besuchen die Menschen immer noch den Berg Nyongani. Es ist ein wunderschöner Ort. Grüne Wälder, hohe Hügel und fantastische Aussichten.
Aber die Einheimischen geben jedem, der dort wandern will, einen Ratschlag mit auf den Weg. Bitten Sie die Geister um Erlaubnis, sonst kommst du vielleicht nicht zurück. Der Berg Nyangani mag Menschen in seinen nebligen Wäldern verstecken. Aber tausende von Meilen entfernt birgt ein anderer Berg sein eigenes Geheimnis. Diesmal wurde er nicht von Geistern, sondern von Menschenhand geschaffen. Geheimes Zimmer im Rushmore Mountain. Rushmore ist eines der berühmtesten Wahrzeichen Amerikas. Millionen von Menschen besuchen es jedes Jahr, um die riesigen steinernen Gesichter von 4 U.S. Präsidenten zu sehen. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass sich im Inneren des Berges ein geheimer Raum befindet? Ja, den gibt es wirklich. Und die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass es sie gibt. Sie heißt die Halle der Rekorde. Und sie war die Idee des Mannes, der den Mount Rushmore entworfen hat. Gutzon Borglum. Er wollte nicht nur ein paar Gesichter in einen Berg meißeln. Er wollte einen Ort bauen, an dem die wichtigsten Dokumente Amerikas, wie die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung, aufbewahrt werden sollten. Er dachte, dass die Menschen in ferner Zukunft den Mount Rushmore genauso betrachten würden wie wir die Pyramiden oder Stonehenge. Ich war erstaunt, aber ich wusste nicht, was sie meinten. Also entwickelte Borglum einen wilden Plan. Er wollte tief in den Berg graben, einen 800 Fuß langen Tunnel, der zu einem riesigen Raum führen sollte, in dem diese Dokumente sicher aufbewahrt werden konnten. Der Raum würde etwa die Größe eines Basketballfeldes haben. Und wo sollte dieser geheime Raum sein? Versteckt hinter dem Kopf von Abraham Lincoln? Die Arbeiten am Tunnel begannen. Den Arbeitern gelang es, sich etwa 70 Fuß tief in den Berg zu sprengen. Doch 1939 wurde die US-Regierung das Projekt aufgrund von Geldproblemen und des Zweiten Weltkriegs ein. Borglum starb kurze Zeit später. Und der Raum wurde nie fertiggestellt. Lange Zeit sprach niemand mehr darüber. Doch 1998 geschah etwas Interessantes. Ein kleines Stück von Borglums Traum wurde wahr. Ein Titankasten mit 16 Steintafeln wurde im Inneren der unvollendeten Kammer aufgestellt. Diese Tafeln erzählen die Geschichte des Mount Rushmore und der Gründung Amerikas. Sie waren unter einem Granitstein versiegelt, der von Menschen in der fernen Zukunft gefunden werden sollte. Klingt wie aus einem Film, oder? Hier ist der Haken. Die Halle der Rekorde ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Man kann sie nicht besichtigen. Nur ein paar Fotos und einige Drohnenvideos haben uns gezeigt, was sich darin befindet. Es ist wie eine verborgene Zeitkapsel, die sich hinter einem der meistbesuchten Denkmäler der Welt verbirgt. Aber der Mount Rushmore ist nicht das einzige steinerne Bauwerk mit Geheimnissen. Weit weg in der Türkei gibt es ein uraltes Felsengrab, das schon seit über 2000 Jahren besteht. Und es steckt voller Rätsel, die bisher niemand lösen konnte. Felsengrab von Kapılıkaya. Oben in den felsigen Hügeln der Provinz Çorum in der Türkei befindet sich ein seltsames Grabmal, das direkt in eine Klippe gehauen ist. Es heißt Kapılıkaya Felsengrab. Und seit Hunderten von Jahren fragen sich die Menschen, warum es so gebaut wurde und welche Geheimnisse es birgt. Dieses Grab ist wirklich alt. Es wurde um das 2. Jahrhundert vor Christus gebaut, zur Zeit des antiken Griechenlands. Über dem Eingang befindet sich eine alte Inschrift, die besagt, dass es für einen Mann namens Ikizios gebaut wurde, der wahrscheinlich ein mächtiger Feldherr war. Aber dies ist nicht irgendein Grab. Es hat die Form eines perfekten Würfels und sieht aus, als würde es von der Klippe herabschweben. Man muss einen steilen, gefährlichen Pfad hinaufklettern, um in die Nähe zu kommen. Im Inneren befindet sich ein einziger Raum mit eingemeißelten Zwischenräumen in den Wänden, der wahrscheinlich für die Leiche und vielleicht für einige Schätze gedacht war. Wer auch immer hier begraben wurde, muss sehr wichtig gewesen sein. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Lokale Legenden besagen, dass sich im Inneren des Grabes geheime Tunnel befinden, die zur antiken Stadt Amasya führen. Einige Leute glauben, dass es mehr als nur eine Grabstätte war. Es könnte ein Geheimversteck oder etwas anderes gewesen sein. Und es gibt unheimliche Geschichten von Schatzsuchern, die auf der Suche nach Gold hineingingen und nie zurückkamen. Im Laufe der Jahre versuchten einige Leute sogar, das Grab mit Dynamit aufzubrechen und verursachten dabei Schäden, die nicht mehr behoben werden konnten. Sie hofften, einen Schatz zu finden, aber sie haben das Geheimnis nur noch größer gemacht. Obwohl es ein so einzigartiger Ort ist, wissen nur wenige Touristen von ihm. Man muss abseits der Hauptstraßen wandern, um ihn zu finden.
Im Jahr 2010 wurden einige Arbeiten zum Schutz der Stätte durchgeführt. Aber viele Teile des Grabes sind immer noch ein Rätsel. Für diejenigen, die es geschafft haben, es zu erreichen, fühlt sich die Kapilikaya-Grabstätte wie ein Schritt in eine andere Welt an. Ein ruhiger Ort, an dem die Vergangenheit noch durch den Stein flüstert. Aber wenn Sie das für seltsam halten, dann warten Sie, bis Sie von einer Höhle in Griechenland hören, die vielleicht noch merkwürdiger ist. Manche sagen, sie sei ein Tor zu einer anderen Welt. Devilis Höhlengeheimnisse. In den Bergen außerhalb von Athen, Griechenland, gibt es eine Höhle, die seit Tausenden von Jahren das Zentrum von Mythen, Geheimnissen und seltsamen Geschichten ist. Sie heißt Devilis Höhle und ist keine gewöhnliche Höhle. Auf den ersten Blick sieht sie wie ein normales Loch im Berg aus. Aber sobald man hineingeht, fühlt man sich wie in einem Film. Diese Höhle hat eine lange, seltsame Geschichte, die bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurückreicht, etwa zur gleichen Zeit, als der Parthenon gebaut wurde. Damals glaubten die Menschen, dass die Höhle heilig sei. Es war ein Ort, an dem der Gott Pan, halb Ziege, halb Mensch, der Gott der Natur, und seine Nymphen verehrt wurden. Die Menschen legten Opfergaben ab und vollzogen Rituale in der Höhle. Später, als sich das Christentum ausbreitete, kamen Mönche und meißelten eine kleine Kirche direkt in den Felsen am Eingang der Höhle. Diese Doppelkirche steht noch heute dort und ist dem heiligen Spiridon und dem Hall Nicholas geweiht. Spulen Sie ins Jahr 1800 vor. Ein Bandit namens Devilis soll die Höhle als Versteck genutzt haben. Daher stammt auch der Name. Manche sagen, dass er auch glaubte, die Höhle habe mystische Kräfte. Und vielleicht hatte er recht. Denn in der Höhle geschehen seltsame Dinge, die sich die Menschen noch immer nicht erklären können. Besucher sagen, dass ihre elektronischen Geräte im Inneren nicht mehr funktionieren. Kompasse drehen sich im Kreis. Manche Leute hören Geflüster aus den Tiefen der Höhle, auch wenn niemand sonst dort ist. Es gibt auch Geschichten über seltsame Lichter, die in den Tunneln blinken, und Wasser, das in die falsche Richtung fließt. Und dann wird es noch merkwürdiger. In den 1980er Jahren wurde die Höhle plötzlich von der griechischen Regierung übernommen. Sie sagten, sie sei für militärische Zwecke bestimmt und führten geheime Bauarbeiten im Inneren durch. Aber ebenso plötzlich wurde 1983 alles eingestellt und nie erklärt. Warum? Seitdem kursieren Gerüchte über geheime Experimente, versteckte Labors und vielleicht sogar übernatürliche Kreaturen. Manche glauben, die Höhle sei eine Art Energieportal oder ein Tor zu einer anderen Dimension. Andere sagen, das sei alles Unsinn. Aber eines ist sicher, die Davlas-Höhle hat etwas, das immer wieder Menschen anlockt. Auch heute noch ist sie ein Ort, an den sich spirituelle Sucher, Geisterjäger und neugierige Reisende begeben. Ob sie nun etwas finden oder nicht. Sie gehen immer mit mehr Fragen als Antworten nach Hause. Und gerade wenn man denkt, dass die Geheimnisse nicht noch tiefer werden können, fahren wir zu einem anderen Ort hoch im Taurusgebirge in der Türkei, wo massive Steinköpfe still dasitzen und Geheimnisse bewachen, die Jahrhunderte überdauert haben. Steinköpfe von Nemrut. Auf dem Gipfel des Berges Nemrut, in den abgelegenen Bergen der Osttürkei, liegen riesige Steinköpfe auf dem Boden verstreut. Wie alte, gefallene Riesen. Ihre leeren Augen scheinen durch die Zeit zu starren, als hätten sie noch etwas zu sagen. Aber wer hat sie gebaut? Warum sind ihre Köpfe von ihren Körpern getrennt? Und welche Geheimnisse könnten noch unter ihnen verborgen sein? Dieser seltsame und mächtige Ort wurde um das 1. Jahrhundert vor Christus von König Antiochos IV aus dem antiken Königreich Kommagene erbaut. Im Gegensatz zu anderen Königen, die nur Macht wollten, verfolgte Antiochos ein anderes Ziel. Er wollte, dass man sich für immer an ihn erinnert. Deshalb baute er auf dem Gipfel dieses Berges ein Tempelgrab, einen Ort, an dem sich Götter und Könige treffen konnten. Er nannte es Hierotesion, was so viel bedeutet wie heilige Grabstätte und Tempel zugleich. In der Mitte befindet sich ein riesiger Hügel aus zerkleinertem Stein, der etwa 50 Meter hoch ist. Um ihn herum standen auf Steinterrassen riesige Statuen, jede bis zu 10 Meter hoch. Sie zeigten mächtige Götter, einige griechische, einige persische und einige eine Mischung aus beidem. Und mitten unter ihnen befand sich eine Statue von Antiochos selbst, als würde er sich selbst als einen der Götter betrachten. Aber etwas ging schief. Die Statuen, die einst aufrecht standen, sind jetzt kopflos. Ihre massiven Köpfe liegen auf dem Boden und niemand weiß genau, warum.
War es ein Erdbeben? War es Vandalismus? Oder war es etwas Geheimnisvolleres? Es gibt keine klare Antwort. Dann ist da noch der große Steinhügel in der Mitte. Viele Menschen glauben, dass sich darin das eigentliche Grab von Antiochus befindet. Aber es ist fast unmöglich, den Hügel zu erforschen. Die Steine sind lose und so gepackt, dass sie zusammenbrechen, wenn sie gestört werden. Manche glauben, dass sie absichtlich so gebaut wurde, um das zu schützen, was darin vergraben ist. Vielleicht sogar für immer. Jahrhundertelang war dieser Ort vergessen, für die Geschichte verloren. Dan, im Jahr 1881, stieß ein osmanischer Geologe zufällig auf diesen Ort. Seitdem haben Archäologen die Stätte untersucht. Aber viele Fragen sind noch unbeantwortet. Warum wurde sie verlassen? Wer hat die Köpfe der Statuen abgeschlagen? Und liegt der König immer noch unter den Steinen begraben, unberührt seit mehr als 2000 Jahren? Heute gehört der Berg Nemrut zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und Tausende von Menschen wandern hinauf, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Wenn das goldene Licht auf die antiken Statuen fällt, wirken sie fast lebendig. Doch hinter der Schönheit verbirgt sich das leise Gefühl, dass etwas an diesem Ort noch unvollendet ist und darauf wartet, verstanden zu werden. Und wenn Sie glauben, dass das geheimnisvoll ist, dann warten Sie nur, bis wir in die Wild Caves von Nevada eintauchen. Einen Ort ohne Licht, ohne Führer und möglicherweise ohne Grenzen. Goshute-Höhle. Nach den verlorenen Gräbern und den steinernen Giganten der alten Länder macht unsere Reise eine scharfe Biegung, direkt in das wilde, felsige Herz des östlichen Nevadas. Hier, versteckt zwischen den rauen Hügeln in der Nähe der Cherry Creek Range, liegt die Goshute-Höhle. Sie ist nicht aufpoliert oder touristisch. Sie ist rau, unberührt und voller Geheimnisse. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie sich auf ein Abenteuer gefasst machen. Die Höhle liegt etwa 1,5 Stunden von der Stadt Wendover entfernt. Der Weg dorthin ist nicht einfach. Es beginnt mit einer steilen, felsigen Wanderung. Sobald man den Eingang erreicht hat, teilt sich die Höhle in 2 Teile. Auf der linken Seite befindet sich ein trockener, staubiger Tunnel mit großen Räumen wie dem sogenannten Tanzsaal. Auf der rechten Seite befindet sich die Haupthöhle. Ein feuchteres, rutschigeres Labyrinth voller enger Räume und seltsamer Felsformen. Im Inneren der Höhle steht die Natur im Rampenlicht. Die Höhle ist voll von Kalksteinformationen, hohen Kammern, verschlungenen Pfaden und geheimnisvollen Räumen wie der Fountain und der Liberty Bell. Dies sind keine Namen auf Schildern. Sie wurden von den Besuchern auf eigene Faust erkundet, da es keine Führungen oder Karten gibt. Diese Höhle ist eine echte Herausforderung. Einige Teile der Goshute-Höhle eignen sich hervorragend für neugierige Wanderer. Andere Abschnitte sind jedoch nur für erfahrene Kletterer geeignet. Hinter dem Brunnen gibt es eine Stelle, an der ein schmaler Tunnel zu einem 30 Fuß hohen Felsen im Inneren der Höhle führt. Es ist eng, dunkel und nichts für schwache Nerven. Stellen Sie sich vor, Sie zwängen sich durch einen Spalt, der kaum breit genug für Ihre Schultern ist, und wissen nicht, was Sie auf der anderen Seite erwartet. Das ist es, was die Goshute Cave so aufregend und ein wenig beängstigend macht. Es gibt keine Beleuchtung, keine Geländer und keine Sicherheitsnetze. Sie bringen ihre Stirnlampe, Seil, Handschuhe, ihren Helm und ihren Mut mit. Jeder Schritt tiefer in die Höhle fühlt sich an, als würde man in eine geheime, von der Zeit unberührte Welt eintauchen. Aber hier geht es nicht nur um kühle Felsen und enge Gänge. In den 1930er Jahren fanden Archäologen in den nahegelegenen Höhlen Lastenkörbe, die einst vom Stamm der Utah Goshute benutzt wurden. Diese einfachen geflochtenen Körbe sind stille Erinnerungen daran, dass die amerikanischen Ureinwohner diese Höhlen einst gut kannten. Was verbirgt sich also noch in den dunklen Ecken der Goshute-Höhle? Könnte es noch mehr Artefakte geben? Noch mehr verborgene Kammern? Niemand weiß es mit Sicherheit. Und genau deshalb zieht diese Höhle Jahr für Jahr Abenteurer und Forscher an. Aber unser Abenteuer hört hier noch nicht auf. Jetzt lassen wir die Wüsten Nevadas hinter uns und machen uns auf den Weg ins Hochland von Äthiopien. An einen Ort, wo uralte Kirchen direkt in den Fels gehauen sind und wo Glaube, Kunst und Legende in Stein gemeißelt sind. Die in Fels gehauenen Kirchen von Lalabela. Im Hochland von Nordäthiopien, umgeben von altem Vulkangestein, finden Sie etwas wirklich Erstaunliches. Die in den Fels gehauenen Kirchen von Lalabela. Diese 11 Kirchen wurden nicht aus Steinblöcken erbaut. Sie wurden im 12. und 13. Jahrhundert direkt in den Fels gehauen. Es ist kaum zu glauben, dass die Menschen sie ohne moderne Hilfsmittel hergestellt haben. Nur harte Arbeit und tiefer Glaube.
Die Geschichte besagt, dass König Lalibela einen Traum oder eine Vision hatte, ein neues Jerusalem in Äthiopien zu schaffen. So beschloss er in einer Zeit der Schwierigkeiten, diese Kirchen als spirituelle Antwort zu bauen. Etwas, das Hoffnung bringen und die Menschen mit Gott verbinden sollte. Und sie bauten sie nicht nur oberirdisch. Sie meißelten sie vom Boden aus, indem sie Türöffnungen, Fenster und Bögen in den Felsen meißelten, einen Meißelstrich nach dem anderen. Die Kirchen sind in zwei Hauptbereiche unterteilt, zwischen denen enge Tunnel und Wege verlaufen, die einem das Gefühl geben, sich auf einer spirituellen Reise zu befinden. Manche sagen, der Gang durch den Komplex fühle sich an, als würde man von den Kämpfen des Lebens an einen Ort des Friedens gelangen. Von allen Kirchen ist die berühmteste die Bite Georgis, die Kirche des heiligen Georg, Georges. Sie hat die Form eines perfekten Kreuzes und ist so schön geschnitzt, dass Menschen aus der ganzen Welt kommen, um sie mit eigenen Augen zu sehen. Aber so beeindruckend das alles auch ist, es gibt noch viele Geheimnisse. Wie haben sie ohne Maschinen so perfekte Formen und Details hinbekommen? Warum wurden diese Kirchen an einem so weit entfernten Ort gebaut? Und was hat sie zu ihren Entwürfen inspiriert? Einige glauben, dass diese Kirchen über viele Jahre hinweg gebaut wurden, möglicherweise auf noch älteren heiligen Stätten. Für viele Äthiopier ist dieser Ort nicht nur Geschichte, er ist lebendig. Die Menschen beten hier immer noch. Die Kirchen haben Jahrhunderte von Gebeten, Zeremonien und Glauben erlebt. Wenn sie durch die kühlen Steingänge gehen, können sie fast die Anwesenheit derer spüren, die sie gemeißelt haben, und das Echo der alten Gesänge in der Luft hören. Wie die wilden Pfade der Goshute-Höhle erinnert uns Lalibela daran, dass Menschen im Laufe der Geschichte große Anstrengungen unternommen haben, um etwas zutiefst Bedeutungsvolles zu schaffen. Und gerade wenn sie denken, dass sie die Grenzen menschlicher Bemühungen und Geheimnisse kennen, gibt es einen weiteren Ort, der sie überraschen wird. Ein Ort, der nicht in den Bergen Äthiopiens, sondern in den Klippen Jordaniens entstanden ist. Die verlorene Stadt Petra. In den Wüstenbergen des südlichen Jordaniens, versteckt hinter hoch aufragenden Felsen, liegt eine Stadt, die zu unglaublich scheint, um wahr zu sein. Petra. Genau wie die in den Fels gehauenen Kirchen von Lalibela wurde auch Petra direkt in den Stein gehauen. Aber hier handelt es sich nicht nur um ein Gebäude. Es ist eine ganze antike Stadt, die in die roten und rosafarbenen Sandsteinwände gehauen wurde. Petra war einst die Hauptstadt der Nabatäer, eines klugen und geheimnisvollen Wüstenvolkes. Vor über 2000 Jahren verwandelten sie diese trockene Schlucht in ein bedeutendes Handelszentrum, in dem Waren aus ganz Arabien, Ägypten und dem Mittelmeerraum umgeschlagen wurden. Aber wie haben sie das gemacht? Wie konnten sie mitten in der Wüste überleben, Wasser speichern und solch unglaubliche Bauwerke errichten? Eines der ersten Dinge, die Besucher sehen, ist der Esaik. Ein langer, schmaler Pfad zwischen hohen Felsen. Am Ende dieses Weges offenbart die Stadt ihr berühmtestes Gebäude, Al-Qazneh, oder die Schatzkammer. Mit unglaublichen Details in den Fels gehauen, sieht sie fast magisch aus, als wäre sie aus dem Stein selbst entstanden. Einige Legenden besagen, dass sie einen alten Schatz verbirgt. Man kann sogar Einschusslöcher an den Wänden sehen, wo man einst versuchte, eine geheime Kammer aufzuschießen. Aber Petra ist viel mehr als nur die Schatzkammer. Die Stadt erstreckt sich über ein weites Areal mit Gräbern, Tempeln und sogar einem riesigen Amphitheater, in dem einst Tausende von Menschen Platz fanden. Troja. Lange Zeit dachte man, Troja sei nur ein erfundener Ort aus einer alten Geschichte. Eine Stadt der Helden, der Kriege und eines sehr berühmten Holzpferdes. Sie existierte nur auf den Seiten von Homers Ilias, einem der bekanntesten Werke der antiken Literatur. Viele glaubten, es sei nur eine Legende. Das heißt, bis in den 1870er Jahren ein deutscher Archäologe namens Heinrich Schliemann in der heutigen Türkei zu graben begann und die Ruinen einer echten antiken Stadt fand. Hatte er das Troja aus den Geschichten gefunden oder war es nur eine von vielen alten Städten, die im Laufe der Zeit verschüttet wurden? Troja wurde an einem mächtigen Ort erbaut, direkt am Eingang zu den Dardanellen, einer wichtigen Wasserstraße, die zwei Meere miteinander verbindet. Das bedeutete, dass die Stadt sowohl den Land- als auch den Seehandel kontrollieren konnte. Manche sagen, dass Troja von Reisenden und Händlern, die hier vorbeikamen, Gebühren verlangte, was der Stadt zu Reichtum und Macht verholfen haben könnte. Aber die Geschichte von Troja handelt nicht nur von Reichtum, sie handelt auch von Zerstörung und Wiederaufbau. Archäologen haben 9 verschiedene Schichten von Städten gefunden, die übereinander gebaut wurden.
Jede Schicht erzählt einen anderen Teil der langen Geschichte Trojas. Es gab Brände, Erdbeben, Kriege und vieles mehr. Jedes Mal, wenn die Stadt zerstört wurde, kamen die Menschen zurück und bauten sie wieder auf. Eine der größten Überraschungen war, als Schliemann behauptete, einen Schatz gefunden zu haben, den er Priamos Schatz nannte, ein Bündel von Gold und wertvollen Gegenständen. Er sagte, es gehöre König Priamos, dem Herrscher von Troja in Homers Geschichte. Doch viele Experten sind anderer Meinung. Einige glauben, der Schatz stamme aus einer viel früheren Zeit und gar nicht aus dem berühmten Krieg. Trotzdem hat er alle wieder zum Reden gebracht. Gab es den Trojanischen Krieg wirklich? Benutzten die Griechen ein riesiges Holzpferd, um die Trojaner auszutricksen? Wenn man heute durch die Ruinen von Troja spaziert, kann man immer noch Mauern, Häuser und alte Paläste sehen. Einige der Stadtmauern sind so stark und hoch, dass man sich leicht vorstellen kann, wie schwer es war, sie zu durchbrechen. Die Maijishan-Grotten. Hoch oben in den Klippen von Maijishan haben die Menschen 194 Höhlen ausgehöhlt, die mit mehr als 10.000 buddhistischen Statuen und farbenfrohen Wandmalereien gefüllt sind. Dieser Ort liegt in der Provinz Gansu und ist als eine der 4 größten Grotten in ganz China bekannt. Aber obwohl sie schon seit Jahrhunderten existiert, kennt niemand die ganze Geschichte dahinter. Die ersten Schnitzereien entstanden um das Jahr 384, als sich der Buddhismus von Indien nach China ausbreitete, vor allem über die Seidenstraße. Im Laufe von Hunderten von Jahren fügten Künstler und Mönche aus mindestens 12 Dynastien ihre Handschrift hinzu und schufen eine Mischung aus Stilen aus Indien, Zentralasien und China, die alle direkt in den Fels gemeißelt wurden. Wie haben sie gebaut? Das ist die große Frage. Die Grotten befinden sich etwa 490 Fuß über dem Boden. Und die einzige Möglichkeit, sie zu erreichen, besteht darin, über hölzerne Stege zu gehen, die an den Klippen hängen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten dort oben Statuen schnitzen, ganz ohne moderne Maschinen. Manche glauben, dass sie hohe Holzplattformen gebaut haben, um die Felswand zu erreichen, aber niemand weiß es genau. Noch erstaunlicher ist, dass die Tonstatuen über 1000 Jahre überdauert haben, trotz Erdbeben, Regen und starkem Wind. Die berühmteste Statue ist ein 16 Meter hoher Buddha, der in die Felswand gemeißelt wurde und ruhig über das Tal blickt. Außerdem gibt es tausende kleinerer Figuren, darunter Götter, Mönche und Fabelwesen. Die bunten Wandmalereien in den Höhlen erzählen alte buddhistische Geschichten und zeigen, woran die Menschen damals glaubten. Obwohl die Maijishan-Grotten inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, ist ein Großteil des Ortes noch unerforscht. Einige Höhlen wurden noch nicht geöffnet. Und niemand weiß, was sich darin noch verbergen könnte. Derinkuyu. Versteckt unter den Felsen von Kappadokien in der Türkei liegt etwas, das fast zu unglaublich ist, um wahr zu sein. Derinkuyu. Die tiefste und größte jemals entdeckte unterirdische Stadt. Es handelt sich nicht nur um ein paar Höhlen und Gänge. Wir sprechen hier von 18 Stockwerken, die sich fast 85 Meter in die Tiefe erstrecken und genug Platz für bis zu 20.000 Menschen bieten. Zusammen mit ihren Tieren, Lebensmitteln, Wasser, sogar Klassenzimmern und Gebetsstätten. Und siehe da, das Belüftungssystem war so fortschrittlich, dass die Menschen monatelang dort leben konnten, ohne jemals das Tageslicht zu sehen. Wer sie gebaut hat, ist noch immer eines der großen Rätsel der Geschichte. Einige führen sie auf die Phryger um 3000 Viel. Chris. Zurück, während andere glauben, dass sie noch älter sein könnte. Es gibt sogar eine Erwähnung aus dem Jahr 370 von Chris, in der von Menschen die Rede ist, die in dieser Region unter der Erde leben. Möglicherweise ist damit Derinkuyu selbst gemeint. Die gesamte Stadt wurde aus einem weichen Vulkangestein namens Tuffstein gemeißelt, leicht zu graben, aber stabil genug, um mehrstöckige Gebäude zu errichten. Und das Design? Genial. Massiv Steintüren konnten die Tunnel abriegeln, um Eindringlinge aufzuhalten und so die gesamte Stadt in eine versteckte Festung verwandeln. Einige glauben, dass dies zum Schutz vor Kriegen, Invasionen oder sogar Naturkatastrophen geschah. Aber jetzt kommt der Clou. In der Nähe wurden über 200 weitere unterirdische Städte gefunden. Und viele Experten glauben, dass sie alle durch geheime Tunnel miteinander verbunden sind und eines der größten verborgenen Netzwerke der Erde bilden. Stellen Sie sich vor, ganze Zivilisationen leben, atmen und überleben unter unseren Füßen, verborgen im Dunkeln und erst jetzt ans Licht gekommen.
wenn diese Entdeckung Sie umgehauen hat. Drücken Sie den Gefällt mir-Button, abonnieren Sie die Seite und klingeln Sie, damit Sie das nächste unglaubliche Kapitel der Menschheitsgeschichte nicht verpassen. Und lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen, würden Sie es wagen, in den Derinkuyu hinabzusteigen?